Wie ich dieses Brot ganz ohne Backofen nur auf der Herdplatte gekocht habe, das zeige ich euch in diesem Video. Ich nehme 500 Gramm helles Weizenmehl, Typ 550, ihr könnt aber auch helles Dinkelmehl nehmen. Darauf gebe ich 1,5 bis 2 Teelöffel Salz. Einmal ein bisschen untermischen. Dann braucht ihr 360 Milliliter warmes Wasser. Ihr könnt auch Molke nehmen und darauf gebe ich 2 Teelöffel Trockenhefe. Einmal reinkippen und einrühren. Und das Ganze fülle ich jetzt in meine Küchenmaschine. Als erstes fülle ich meine Flüssigkeit ein. Und dann gebe ich mein Mehl darauf. Mein Teig ist fertig vermischt. Ich brauche das nur noch abdecken und eine halbe Stunde gehen lassen. Mein Teig ist ungefähr eine halbe Stunde gegangen. Der ist aber trotzdem schön aufgegangen. Jetzt gebe ich ein kleines bisschen Öl auf den Teig. Das ist vielleicht ein Esslöffel. So, dann falte ich den Teig. So, das reicht schon. Dann brauchen wir einen beschichteten Topf. Damit geht es einfach am besten. Der ist hier von innen ganz glatt, hat einen Durchmesser von 20 cm und der eignet sich zum Brotbacken auf der Herdplatte einfach am besten. Ich lasse den Topf so wie er ist, da kommt kein Öl rein, kein Backpapier, nichts. Ich fülle jetzt einfach nur meinen Teig ein. Mein Teig ist eingefüllt, da lasse ich ihn jetzt gehen, bis er sich etwa verdoppelt hat. Dafür kommt der Deckel drauf. Ihr könnt das bei 30 Grad in den Backofen stellen oder ihr benutzt eine Gärfunktion oder einfach an einen anderen Warmort. Und jetzt schaut mal, wie heftig mein Teig aufgegangen ist. Der hat sich sogar mehr als verdoppelt. Das reicht. Jetzt mache ich meine Herdplatte an. Und zwar solltet ihr maximal die mittlere Temperatur wählen. Ich habe jetzt hier so einen beschichteten Topf. Sollte das Brot zu dunkel werden, müsst ihr eine Stufe kleiner nehmen. Ich habe 9 Stufen, keine Zwischenstufen. Deshalb nutze ich Stufe 4, sonst würde ich 4,5 nehmen. Und so lasse ich das jetzt stehen, bis der Teig oben trocken wird. Aber das zeige ich euch gleich. So, dann schaue ich mal, wie weit das Brot ist. Kondenswasser könnt ihr übrigens zwischendurch ruhig mal abwischen. So, ich fühle mal. Ja, das ist in der Mitte. Hier ist ein bisschen, noch ein ganz kleines bisschen feucht, aber ja, ich denke mal noch 2-3 Minuten, dann kann ich es umdrehen. Ja, ich denke mal, ich kann das Brot wenden. Zum Wenden legt ihr einfach ein Holzbrett auf den Topf. Das Ganze einmal vorsichtig umdrehen. So, das Brot drehen, den Topf wieder drüber und das Ganze wieder wenden. Das geht ganz einfach. Deckel wieder drauf und jetzt braucht das Brot ungefähr 10, 15, maximal 20 Minuten. So, ich würde mal sagen, mein Brot ist durch. Hoffe ich, eine Viertelstunde ist jetzt vergangen. Das Brot hole ich jetzt genauso raus, wie ich es gewendet habe. Brett drauf, wenden. Oh ja, das sieht gut aus. Und dann ganz schnell aufs Abkühlgitter. Ich lasse das abkühlen und dann zeige ich euch das von innen. Und jetzt schaut euch bitte mal das Brot an. Ist das nicht heftig hochgekommen? Schaut mal, wie groß das ist. Ich habe das gerade mal abgemessen. Das sind knapp 8 cm und das ist nicht im Backofen zubereitet, sondern im Kochtopf auf der Herdplatte. So, ich schneide es mal an. So, das ist bei dem Brot immer ein bisschen schwierig, weil das so groß ist. So, und jetzt schaut bitte mal her. Sieht das nicht heftig aus?
Und schaut mal, boah, schaut mal, wie weich das ist. Seht ihr das? Und außen richtig knusprig. Ganz kurz noch, wer es noch nicht mitbekommen hat, ab sofort könnt ihr mein neues Buch vorbestellen in Zusammenarbeit mit GU. Das ist wirklich richtig toll geworden. Erscheint ab dem 5. Juni, ist aber jetzt schon bei Amazon und in jeder anderen Buchhandlung vorbestellbar. Das ist wirklich nicht nur für Leute, die keinen Backofen haben, sondern das ist wirklich eine Alternative, die es sich auszuprobieren lohnt. Ihr müsst, wie gesagt, einfach mal ausprobieren, welches bei euch die richtige Temperatur ist. Das Brot darf auf gar keinen Fall zu heiß zubereitet werden, aber dann, wenn ihr einmal die Temperatur raus habt, habt ihr ein perfektes Ergebnis auf den Punkt. Alles, was ihr braucht, ist einen beschichteten Topf. Am besten nicht größer als 24 cm, zwischen 20 und 24 cm. Und dann bekommt ihr das auch ganz einfach hin. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.